Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial zu FreeCAD. Ich starte mal FreeCAD gerade, und zwar, ich bin gerade dabei, einen Roboterarm zu drucken. Den habe ich auf Thingiverse runtergeladen, und der wird mit vielen M4 Schrauben und Muttern zusammengebaut, und die sind alle viel zu dick, und da müsste ich also alles aufbohren, und das habe ich auch zum Teil schon gemacht, aber trotzdem, das passt mir nicht so ganz. Ich möchte die ganzen Verbindungsteile drucken und so erzeugen, dass ich sie parametrisch ändern kann, damit ich eben Teile drucken kann, die dann auch wirklich drauf passen. So, die Verbindungsteile, das sind einfach Schrauben und Muttern. Und die möchte ich drucken und so veränderbar machen durch Parameter, dass ich dann die so drucken kann, dass sie in die Löcher eben auch reinpassen und auch die richtige Länge und die richtige Gewindelänge haben. So, fangen wir damit an. Also FreeCAD ist offen, wir machen eine neue Datei und dann können wir einen neuen Körper anfangen. Zunächst möchte ich die Schraube generieren. So, das machen wir hier. Das nennen wir einfach mal Schraube. Und dann machen wir zunächst, wechseln wir hier in den Spreadsheet-Modus. Und da erzeuge ich ein neues Spreadsheet, also eine neue Tabelle, in die die Parameter eingetragen werden. So, damit ihr auch seht, was ich tippe, habe ich hier oben die Tastenkommandos eingeblendet, und auch die Mausdrücke könnt ihr da beobachten. So, dann fangen wir hier an. Und zwar die erste Zeile, die bleibt leer, und da kommen jetzt die Parameter rein. Was brauchen wir? Wir brauchen also für so eine Schraube, die hat einen Durchmesser. Also das nennen wir jetzt einfach DM1, den Parameter, und der wird, das sind 4 mm Schrauben sein, also ein bisschen kleiner, 3,8 machen wir da mal. Und hier, da mache ich mir ein bisschen Platz, dass ich da auch eine Beschreibung reinschreiben kann. Durchmesser Schraubenschaft. So. So, dann haben wir Parameter 1. Dann kriegt die Schraube eine Länge. Und das war jetzt Durchmesser. Dann machen wir hier LN für die Länge 1. Und das wären jetzt 16 mm. Und das ist Länge Schraubenschaft. So, dann haben wir hier einen Parameter LN2. Und zwar, den mache ich jetzt mal 6 mm. Das ist Länge Gewinde auf der Schraube. Die muss ja nur auf einer Seite ein Gewinde haben, und 6 mm sollten an sich ausreichen. So, was brauchen wir noch? Die Schraube, die kriegt einen Schraubenkopf. Und zwar, das ist LN3. Das machen wir ruhig 3 mm. Schraubenkopf. So, das können wir ruhig 4 mm machen, den Schraubenkopf. So, dann kriegt der, das nennen wir DM2. Oben ist 3,8, da machen wir mal 5,5 mm. Das ist die Schraubenkopf. Schreiben wir es ruhig ähnlich wie oben. Durchmesser Schraubenkopf. So, dann möchten wir in den Schraubenkopf noch sowas wie einen Kreuzschlitz reinmachen. Und da machen wir jetzt Kreuzschlitz Außenradius und KSAR. Und das machen wir haben ja hier den Durchmesser 5,5. Also das wären 4 mm. Außendurchmesser Kreuzschlitz. Dann haben wir KSIR
die überlege ich mir selbst. Das ist nichts, wie ein Kreuzschlitz generiert wird. Der soll nur hinterher möglichst ein Kreuzschlitzschraubenzieher reinpassen. So, KSIR, da machen wir 1,5 mm. Innen Durchmesser, Kreuzschlitz. Und dann haben wir noch KSD 0,5 mm. Und das ist Kreuzschlitz dicke Kreuzschlitz. Damit müssen wir eigentlich schon erstmal hinkommen. Kann man hinterher noch Verfeinerungen dann vornehmen. So, jetzt geht es um das Gewinde. Und zwar, wir haben eine Steigung. STG. Machen wir 2 mm. Steigung Gewinde. Und jetzt haben wir einmal hier bei der Schraube vorne, da muss was rausgezogen werden, muss also was abgezogen werden. Also das Gewinde wird wieder auf den Schraubenschaft drauf geschnitten. Und da brauchen wir einmal einen Wert, der winzig klein wenig kleiner als die Steigung ist. Den können wir aus der Steigung ableiten. Da brauche ich auch keinen Parameter für festzulegen. So, dann haben wir aber die Tiefe TGW. Da mache ich mal 0,8 mm. Und das ist Tiefe Gewinde. Damit haben wir es eigentlich schon, was wir für das Gewinde brauchen. Ich würde sagen, mit den Parametern fangen wir erstmal an, die Schraube zu generieren. Und die Mutter müssen wir gleich dann noch neue Parameter hier zupacken. So, jetzt möchte ich hier diese Werte hier als Alias hier draufsetzen. Dafür installiert man ein Makro. Das macht man über Werkzeuge Add-on Manager. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Wie gesagt, ich habe das Makro drauf und dann haben wir hier, mein Netzwerk ist glaube ich nicht da. Ne, Netzwerk ist nicht da, deswegen klappt das auch nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Das Makro ist drauf, und zwar aktuelle Makros, das heißt Alias Manager. Das wird jetzt einfach gestartet und dann vom Row 2, das ist korrekt, und dann geht es bis zu Nummer 11 und dann brauchen wir hier nur eine 11 einzutragen und einmal OK zu drücken und dann haben wir die Aliasse da dran, können das hier schließen. Das kann man jetzt hier nachschauen, rechte Maustaste, Eigenschaften und dann sieht man hier bei Alias, da steht das DM1, von da vorne ist da reingetragen worden. Ist ein cooles Tool, dieses Alias Manager. So, das Spreadsheet wird noch umbenannt, wie man das von mir kennt, in AAA, damit man es schnell hinterher tippen kann. So, jetzt können wir mit der Schraube anfangen. Ich kann jetzt immer hier oder mit Steuerung und Tab kann ich zwischen der Tabelle und dem Zeichenbereich wechseln. Ich bin jetzt im Zeichenbereich und da machen wir bei der Schraube. Da wird erstmal eine neue Zeichnung generiert. Wir wechseln in den Part Design Modus zurück und fügen jetzt hier einen Körper hinzu, denn den haben wir schon, eine Zeichnung hinzu auf die XY-Ebene und das wird ein Kreis. So, der Kreis kriegt jetzt einen Durchmesser und zwar, da geht man hier auf dieses kleine Symbol. Ich lese da immer f von x, das kann aber alles andere bedeuten. So, und dann tippt man hier ein AAA, Punkt, und dann war das DM1. Das ist die 3,8 mm Durchmesser. So oft Enter drücken, bis man nicht mehr weiterkommt und dann wird das hier auch angepasst. So, da können wir jetzt
die Schraube erstmal generieren. Mehr muss in den Sketch im Moment nicht rein. Da machen wir eine Aufpolsterung und hier auch auf dieses Symbol klicken. AAA. Punkt. Und das habe ich genannt. Ja, da hört es dann auf. Da kann man mit Ctrl-Tab hier rüber gehen. LN1. Ist mir vorhin schon aufgefallen, der zeigt ihn nicht immer so wunderbar an. Warum er das nicht macht, weiß ich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, AAA.LN. Ich muss das N tippen, er zeigt mir die sonst nicht an. Das ist schon ziemlich schade. Okay, LN1, das brauchen wir jetzt hier nur anzutippen. Und dann ist das die 16 mm. So, dann haben wir den ersten Part der Schraube schon mal fertig. Dann machen wir den Kopf da dran. Den Kopf machen wir so dran, wieder eine neue Zeichnung auf die XY-Ebene. Der soll unten dran, der Kopf. Dann können wir hier das umstellen, dass wir die Zeichnung auch sehen. Und dann machen wir hier wieder einen Kreis rein. Und der kriegt jetzt den Durchmesser. Und zwar, das machen wir mit der Funktion hier. Auch hier drauf. Und das ist AAA.dm2. 5,5. Okay. So, das ist der Schraubenkopf. Dann kriegt der Schraubenkopf hier. Gucken wir mal gerade hin. Schraubenkopf. LN3, das sind die 4 mm. LN3, okay. Das heißt, wir machen hier eine Aufpolsterung, die aber umgekehrt und mit dem Wert hier AAA.LN2. Ne, LN3 war das. So, das ist der Schraubenkopf. So sieht der aus. Und dann versuchen wir jetzt mal, ob wir das mit diesem Kreuzschlitz dahin bekommen. Das heißt, wir müssen da eine Zeichnung erzeugen. Da drauf, neue Zeichnung. Jetzt gucken wir da von oben drauf. Und da möchte ich jetzt einmal den inneren Kreis generieren. Den äußeren Kreis. Und den geben wir jetzt die Werte. Das heißt, wir haben Außendurchmesser KSAR und KSIR. Und das sind Durchmesser. Okay, das heißt, wir gehen hierher und KSAR und der hier kriegt einen Durchmesser AAA.KSIR und da sollen jetzt so Teile reingesetzt werden. Da machen wir einfach hier Rechtecke. Einmal so. Einmal so. Und da waren wir zu schnell. Einmal wieder in den Sketch rein. Und jetzt kann man erst einmal, die werden symmetrisch. Das heißt, der zu dem symmetrisch, der und der auch zum Mittelpunkt symmetrisch. Und jetzt kann man denen die Maße, und zwar, das ist dicke Kreuzschlitz 05. Die beiden hier, die sind gleich. Und der kriegt ein Maß, und zwar AAA. KSD. Okay. So, dann müssen wir gleich noch die Werte nochmal eintippen, weil jetzt wird erstmal hier ein wenig geschnitten. Und zwar, was kommt weg? Der und der kommen weg. Die hier auch. Der. Nee, das war falsch. Gehen wir nochmal zurück. So, dann kommen hier die weg.
Da genauso. Dann können wir die Außen hier wegnehmen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was bleibt hiervon stehen. Das war schon richtig, aber die müssen stehen bleiben, die müssen weg. Das heißt, der und der kommen weg und dann kommen auch noch die da weg. So, dann können wir die hier rausnehmen und jetzt müssen wir mal schauen, haben wir die Maße hier noch drin? Also die sind bemaßt und die haben hier, die sind gleichgesetzt. Außen ist das genauso. Das ist korrekt. Jetzt müssen wir nur noch mal hier das bemaßen. Und zwar einmal so, gehen wir wieder rein. Einmal sind die symmetrisch. Da muss man jetzt alle 4 symmetrisch machen. Muss man nicht unbedingt, aber empfiehlt sich. Und dann bemaßen wir das hier. Das ist senkrecht. Das ist KSD. So, den auch bemaßen. Waagerecht AAA.KSD. Senkrecht. Also da hätte ich jetzt auch hier die rüberholen können mit vertikal, horizontal. Aber sei es drum. So, dann das hier waagerecht. So, jetzt gucken wir mal, was fehlt noch. Die beiden hier, also der ist waagerecht, also horizontal. Der auch, der ist vertikal und der ist auch vertikal. So, jetzt ist das komplett eingeschränkt. Das heißt, wir brauchen nicht mehr weiter dran zu zeichnen. Schaue ich noch mal hier rein. Schraubenkopf, Kreuzschlitz, Innendurchmesser, dicke Kreuzschlitz. Da haben wir noch was vergessen. Den setzen wir mal hier drunter. Und zwar die tiefe Kreuzschlitz, also KST. Wie tief soll der da reingefräst werden? Wir gucken mal, der Schraubenkopf, der hatte eine Dicke von 4. Dann können wir hier 3 mm machen und das ist dann ein Schnitt tiefe Kreuzschlitz. Kreuz SCHLITZ. So, dann gehen wir noch mal hier auf Makro, aktuelle Makros, Alias Manager. Da machen wir bis Nummer 12. Und dann haben wir den KST da auch drin. Das heißt, hier können wir jetzt wieder zurückwechseln mit Steuerung Tab zum Beispiel. Und jetzt wird der Kreuzschlitz da rein gefräst. Das wird eine Tasche. Und die ist nicht 5 tief, sondern AAA.KST. So, da kann man bis einigermaßen mit dem Kreuzschlitz schrauben, denke ich mal. So, jetzt gehen wir ans Gewinde ran. Und zwar, wenn ich mir die Schraube jetzt hier so anschaue, dann muss das Gewinde hier irgendwo anfangen und nach oben rauslaufen.
Das heißt, ich muss so ein Dreieck konstruieren, mit dem wir mit einer Helix das da reinfräsen. Und das muss das richtige Aussehen haben und auch die richtige Höhe. So, das heißt, hierzu machen wir jetzt gerade mal hier die Ebenen an. Und dann gucken wir, das machen wir auf der XZ-Plane. Okay, können wir die schon wieder ausblenden. Neue Zeichnung auf der XZ-Plane. Und dann gehen wir hier hin, dass wir dann die Zeichnung auch komplett sehen. Und da wird jetzt hier irgendwo das Dreieck konstruiert, was wir da reinfräsen lassen wollen. Das machen wir mit so einem Polygon. Und zwar, das Polygon sieht so aus. So, 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 so. Und da endet es wieder. So, dann müssen wir das jetzt noch zurechtbiegen. Das ist vertikal. So, die beiden, die sind auch vertikal. Dann machen wir da eine Mitte rein als Konstruktionslinie. Und zwar, das hier ist horizontal. Das hier ist die beiden, die sind symmetrisch hierzu. Und der liegt hier drauf. Damit haben wir das schon mal so korrekt. Dann dieses Maß hier, das wird ganz klein. Das können wir einfach bemaßen mit 0,1 mm. Und jetzt kommt es auf die Höhe an. Das Gewinde soll, also das Maß hier, nach hier unten, wir können aber auch hier die Seite nehmen besser, und ein Maß. So, da nehmen wir AAA. Punkt. Und da verließen Sie ihn. Gucken wir mal gerade, was war das gewesen? Länge Schraubenschaft, Länge Gewinde. Also das ist, das fängt bei Schraubenschaft minus Länge Gewinde. Das ist das Maß, was wir brauchen. LN1, LN2. Also können wir einfach hier rechnen. Das Maß hier. Das wird AAA.LN1 minus AAA.LN2. Also fängt auf 10 mm an und geht dann nach oben. So, dann kommt das Maß hier, das zu dem. Und zwar, das ist in minus AAA.dm1. Das aber durch 2, weil wir brauchen den Radius hier und nicht den Durchmesser. So, und jetzt haben wir noch das Maß hier, Steigung Gewinde, tiefe Gewinde. Okay, tiefe Gewinde, das ist das zu dem, das machen wir ruhig. Das muss auf alle Fälle waagerecht sein und das ist AAA. TGW, tiefe Gewinde. So, das sind die 0,8. Vielleicht ein bisschen zu viel. Wir müssen aber das Maß hier auch noch reinsetzen. Und zwar, das wird .LN1. Ne, müssen wir hier auf das STG, Steigung, minus 0,001. So, das ist die Steigung und dann sieht das schon nicht mehr ganz so brutal aus mit der 0,8. Wie gesagt, die Werte können wir hinterher immer noch anpassen. So, die Zeichnung ist fertig und da können wir jetzt eine Helix rausmachen. Das heißt, wir selektieren die Zeichnung. Das wird eine abziehende Helix, also hier im blauen Teil, nicht im gelben. Und zwar, das hier ist die abziehende Helix. Da sieht man direkt, die funktioniert, aber
die funktioniert noch nicht richtig. Wir müssen die Steigung hier richtig setzen. AAA.stg. Das ist die Steigung. Dann rutschen die entsprechend zusammen und dann haben wir hier die Höhe. Und da machen wir jetzt AAA.ln2. Das ist die Länge des Gewindes. Und da mache ich plus AAA.stg. Noch eine Steigung oben drauf, damit er auf alle Fälle oben komplett das schneidet. So, dann können wir OK drücken und wir haben das Gewinde da reingeschnitten. Dass das hier so endet, anders geht es nicht. Kann man jetzt hier noch nacharbeiten, aber mit Parametrik und so weiter halte ich das für ziemlich schwierig. So, Schraube somit eigentlich fertig. Hier oben das gefällt vielleicht nicht immer so, wie es soll. Das könnte man hier noch so ein bisschen abändern. Und zwar, da machen wir jetzt noch zusätzliche Werte hier rein. Und zwar für oben den Abschluss. Und zwar, da haben wir einmal einen DM1, DM2, da haben wir einen DM3 und einen DM4 brauchen wir nicht, dann nehmen wir DM1. So, den machen wir jetzt auf zum Beispiel 2 mm. Das ist der Durchmesser. Konischer Abschluss. Und dann haben wir noch einen LN4, nennen wir den. Höhe konischer Abschluss. Ach Quatsch, da kommt das gar nicht hin. Das kommt dahin. Und den machen wir jetzt auch ruhig 2 mm. So, dann machen wir hier einmal nochmal das Makro. Aktuelle Makros, alias Manager. Da müssen wir jetzt bis Nummer 14 gehen. Und schließen. So, dann haben wir hier noch DM3 und LN4 drin stehen und da wird hier oben was drauf konstruiert. Und zwar, das wird wieder eine Zeichnung auf der XZ-Ebene. Das heißt, neue Zeichnung XZ. Dann können wir hier das wieder umstellen. So, und das wird hier oben so drauf gezeichnet. Und zwar, da machen wir wieder ein Polygon. Wichtig ist, wir müssen da ein Polygon konstruieren, was hier außen was wegnimmt. Also nicht hier drinnen, sondern außen. Wie machen wir das? Das machen wir folgendermaßen. Und zwar, das fängt hier an, läuft bis da. Ne, stimmt. So, das wäre jetzt der Konus, der abgezogen wird. Und dann geht es hier nach außen, geht nach oben, geht hier rüber. Und geht hier wieder runter. So, das da muss weg. Der wird vertikal. Den ziehen wir jetzt hier rüber. So, jetzt haben wir ja hier ein paar Werte. Und zwar das Maß 0,2. Das Maß hier, das wird auch 0,2. So, das Maß hier, von dem zu dem, das wird wieder in minus AAA Punkt DM3. So, den haben wir. Dann aber davon nur die Hälfte. Das heißt, geteilt durch 2.
So, das Maß hier zu dem, das wird AAA.ln1. Da fängt das an. So, dann haben wir hier das Maß von dem zu dem. Das wird minus AAA.dm1 durch 2. Und dann haben wir noch ln4. Das heißt, das Maß zu dem Maß und das horizontal. Und das ist AAA.ln4 war das. So, das ist jetzt das, wie es da weggeschnitten werden soll. Dann gehen wir auf Schließen und machen hier eine Nut, wird das genannt. Also hier ist das ein Drehteil, hier eine Nut. Das wählen wir jetzt. Und schon haben wir das da oben so abgeschnitten, dass die Mutter da besser drauf passt. So, Schraube ist fertig. Und jetzt können wir die austesten. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier auf Fenster, ordne die Fenster nebeneinander an. Können wir das hier rüber schieben. Dann haben wir die jetzt beide sichtbar. Und dann können wir hier die Parameter anpassen. Das heißt, der konische Anschluss, der gefällt mir so nicht. Das möchte ich da oben ein bisschen schmaler haben. So zum Beispiel. So, dann soll das Gewinde länger sein. Es soll 8 mm sein. Und dann haben wir das Gewinde jetzt in 8 mm. So, dann soll der Durchmesser des Schraubenschaftes, das ist zu dick, das passt da nicht rein, der soll 3,6 mm werden. Wird der Schraubenschaft entsprechend geringer, dann braucht das gar nicht so tief eingeschnitten zu sein. Das heißt, das haben wir hier, Steigung und tiefe Gewinde 0,8, da machen wir 0,6. Ja, beliebig kann man das wohl nicht wählen. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil es wird hier oben mit dem zusammenhängen, dass man da das Teil dann zerteilt und dass es zwei Teile gibt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt hier wieder 0,6 wähle, dann klappt das nicht. Und dann steht hier Redundant Constraints. 6.1 funktioniert. Warum das so ist, das weiß ich jetzt nicht. Kann man sich mal hier anschauen. So, da haben wir die subtraktive Helix. Da machen wir hier mal 0,6. Nee, das klappt nicht mit der Helix. 6.1 funktioniert. Gucken wir uns nochmal die Helix selbst an. Woran kann es hängen? Also die Zeichnung, die funktioniert, aber die Helix nicht.
wieder 061 da rein. Gucken uns mal die subtraktive Helix an. Steigung, Höhe, Winkel. Basis Z-Achse. Ja, da scheint es wohl mit zusammengehangen haben. Mit der Skizzenachse. So sieht es besser aus. Und dann gehen wir hier wieder, machen wir den Groove an. Und dann klappt das hier auch mit dem Nachbarn. Okay, so, jetzt kann man sich auf diese Art hier sämtliche Schrauben für das Teil drucken. Jetzt müssen wir aber noch eine Mutter dazu machen. Das heißt, die Mutter, da machen wir hier unten, ja, viel Parameter brauchen wir dafür nicht. Und zwar, wir haben einmal einen DMM Durchmesser Mutter. So, dann brauchen wir eine Differenz. Und zwar, das Loch der Mutter muss entsprechend größer sein. Also hier habe ich ja Durchmesser Schraubenschaft 3,6. Das muss mehr werden. Und dann mache ich hier einen Parameter rein, DIFF, nennen wir den. So, das muss aber hier hin. So, da machen wir jetzt 0,3 mm. Ne, Quatsch, DMM nicht. Hier, die Diff 0,3 mm. So, innen hat die Mutter um die 3,6. Also machen wir den Außendurchmesser hier ruhig mal auf 6 mm. Und dann einmal das Makro wieder aufführen. Aktuelle Makros, Alias Manager. Da gehen wir jetzt bis zur Nummer 17. Bisschen warten. So, da sind die Gelb, DMM und Diff. Und jetzt blenden wir die Schraube aus, machen einen neuen Körper. Den nennen wir Mutter. Und da machen wir eine neue Zeichnung rein auf die XY-Ebene. Und das wird ein Sechseck um den Mittelpunkt. So zum Beispiel. Das hier wird ruhig horizontal. Und dann können wir einfach den Kreis hier bemaßen mit dem Durchmesser. Und dann ist das hier AAA.DMM. Die 6 mm. So, dann kommt da ein Kreis in die Mitte rein. Um den Mittelpunkt. Der kriegt auch einen Durchmesser. Und zwar Punkt DM1. Da müssen wir hier auf FX gehen. AAA.DM1 plus AAA.diff. Der soll ja größer sein. So, dann haben wir hier die 6 mm, da die 3,9. Das heißt die 3,6 plus die 0,3 hier. Und dann können wir es schließen. Und dann werden hier noch die Parameter. Die Steigung ist dieselbe wie hier. Und die tiefe Gewinde, die können wir im Prinzip hier auch verwenden und eventuell den Diff mitverwenden. Oder ich mache hier einen zweiten Diff. Diff 2. Und das machen wir machen wir erstmal 0,2 mm. So, müssen wir nochmal Makro Alias Manager. So, dann können wir hier jetzt sagen von 18 bis 18
soll er nochmal zumachen, dann muss ich nicht alles neu berechnen, nicht so lange warten. So, dann zeigen wir die Mutter hier rein, den Sketch wählen, eine Aufpolsterung. Ah, da haben wir was vergessen, und zwar die Dicke der Mutter. Hier waren wir bis LN4, also brauchen wir hier LN5. Und die wird 4 mm. So, das ist hier die MM durch Messer Sechseck. So, das ist Differenz Durchmesser. Und das hier ist Differenz Gewinde. So, und dann hatten wir das Maß hier noch, das war Dicke der Mutter. So, dann müssen wir nochmal Makro alias Manager 19. Schließen. So, dann können wir jetzt hier die Mutter aufpolstern. Ich habe aber eigentlich den Körper hier richtig auf. Ah, jetzt haben wir es richtig. So, dann hier, das wird AAA. Dicke Mutter. Leider ist er hier wieder verrutscht. LN5. Okay. So, AAA.LN5. Oh, die ist viel zu dick. Das heißt, das machen wir erstmal hier auf 2 mm. Einmal muss die dicker werden. 8. Und da machen wir mal 3. So soll die Mutter aussehen. Gut, jetzt kommt das Gewinde noch da rein. Das heißt, da zeichnen wir jetzt wieder auf der XZ-Ebene. Irgendwie ärgert der mich hier. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Jetzt geht es XZ-Ebene. Und da machen wir wieder hier das so sichtbar. Und jetzt, das soll ja jetzt hier nicht abgezogen werden, sondern so draufgesetzt werden. Und da starten wir ruhig hier. Das heißt, da kommt wieder so ein Dreieck rein mit dieser Funktion hier. So, das muss jetzt noch gerichtet werden hier. Das heißt, das hier wird vertikal. So sind beide horizontal. Dann machen wir wieder, das soll ja hier auf diese Ebene kommen. Das heißt, der kommt da drauf. Und die beiden, die werden symmetrisch hierzu. Das Maß hier, das wird wieder das Maß hier. Das wird wieder die Steigung minus 0,001. So, das Maß hier, das wird die der Durchmesser minus dem Diff. Das heißt, da müssen wir das hierzu ein Maß, und zwar da haben wir AAA.dm1 minus AAA.diff durch 2. Und zwar, und das wird ein Minuswert, also machen wir hier noch ein Minus vor. Also ganz richtig scheint das aber nicht zu sein. Punkt 6. Es wird ja nicht kleiner, sondern größer.
Ähm, und zwar, deshalb müssen wir hier ein Plus eintragen. Da kommt ein Plus rein. So sieht das jetzt richtig aus. Gucken wir uns das nochmal von der richtigen Seite an. So, gucken. Dann haben wir noch die Tiefe hier. Das heißt, die beiden hier, die hängen vertikal miteinander zusammen. Und jetzt ist der Wert hier noch fix, noch nicht definiert. Und zwar der zu dem und das halt ein horizontaler Abstand. Das ist AAA. Punkt. Dann die Tiefe des Gewindes, das ist Tiefe Gewinde TGW. Das sind die 0,5 haben wir da jetzt im Moment. Und die werden aber verringert um AAA.DIFF2. Das sind 0,3. Okay. Das Maß hier. Da machen wir wieder die 0,2 ruhig. Und dann ist das komplett eingeschränkt. Können wir schließen. So, jetzt machen wir hier eine Helix. Und zwar, die lassen wir da starten. Und zwar, das ist jetzt diese Form der Helix. Und da machen wir es direkt richtig. Basis Z-Achse. Steigung AAA.STG. Und die Länge, da machen wir die Höhe, das ist AAA.LN5 plus AAA.STG. Jetzt hängt der oben und unten steht er so richtig über. Da müssen wir jetzt noch eine Nachbearbeitung machen. Das heißt, wir machen wiederum eine Zeichnung. Und zwar auf der XZ-Ebene. Und da zeichnen wir jetzt zwei Rechtecke rein. Ein Rechteck hier unten und ein Rechteck hier oben. So, das wird erstmal symmetrisch. Die kann man jetzt hier aneinander koppeln. Vertikal hier, vertikal dort. So, dann geben wir dem hier ein Maß. Und zwar, das wird AAA. Durchmesser 6-Eck, das sind DMM. Das müssen wir aber hier machen. 8 mm plus 2. So, dann steht das auf alle Fälle über das Maß hier. Das wird AAA.dicke Mutter LN5. So, das Maß 4 mm, das Maß 4 mm und wir schließen die Zeichnung und machen jetzt ganz einfach eine Tasche, und zwar durch alles. Scheint aber nicht zu funktionieren. Schauen wir uns das nochmal an. Gibt es einen Grund, warum das nicht funktionieren sollte? Ich weiß denn nicht. Sketch Tasche. Symmetrisch zu einer Ebene.
Jo, daran lag's. Dann durch alles und dann haben wir die Mutter hier fertig und oben und unten entsprechend abgeschnitten. So, jetzt könnte man hier noch die ein bisschen runden. Muss man aber nicht. So, das heißt, jetzt haben wir hier die Schraube und die Mutter. Man kann jetzt die Mutter hier auch noch der Einfachheit halber, damit es schön aussieht, nach oben rutschen, aber gar nicht notwendig. So, damit sind wir fertig. Das heißt, ich habe eine Mutter, ich habe eine Schraube, die kann ich genauso drucken. Die Mutter, die Schraube würde ich stehend drucken und die Mutter auch. Wenn ich längere Schrauben drucke, dann würde ich die zusätzlich noch bearbeiten. Und zwar würde ich dann Folgendes machen. Zeige ich das mal gerade. Und zwar, dann sollte man hier aber das nicht so hier abschneiden, so extrem vorne. Das heißt, wir haben hier den konischen Abschluss der DM3. Der ist ja auf 2. Den machen wir jetzt mal auf 2.2. Gucken. So, und dann würde jetzt einfach hier eine Zeichnung drauf. Dann müssen wir uns die Schraube nochmal holen, dass die halt fett ist. So, da machen wir eine Zeichnung drauf. Und zwar, das wird jetzt hier so ein Rechteck. Und da ziehe ich jetzt einfach hier was ab. Und zwar so, dass das hier so gerade eben noch drin ist. Also das wäre dann minus AAA Punkt DM3 durch 2. So. Gehen wir hier ruhig nach unten, schließen. So, davon machen wir jetzt eine Tasche und durch alles. Und jetzt habe ich hier eine Schraube, die kann ich so drucken und trotzdem als Schraube verwenden. Ich kann sie aber so flach drucken. Also kann man machen, würde ich eventuell das Konische noch geringer machen und dass man hier unten weniger Fläche hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehe, das kann man garantiert auch parametrisch machen, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Das heißt, wenn wir hier in den Sketch reingehen, dann haben wir hier das Maß. Das löschen wir erstmal hier raus. So, die Mutter mache ich gerade mal unsichtbar. Dann ist das besser sichtbar. Hier. Ich habe da noch ein Maß stehen. Das kommt dann raus und dann fährt man das hier so zum Beispiel. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann würde ich hier mit dem Durchmesser konischen Anschluss auf 3.4 zum Beispiel gehen. Haben wir hier noch irgendwas falsch dran? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich nehme mal eher an, wir haben hier ein anderes Problem. Gucken wir uns mal den Groove an. Ja, der sieht ganz gut aus. Auch mit dem Abzug. Das müssen wir, glaube ich, schon so machen. So, jetzt sollte das auch wieder... Das klappt nicht. Dann machen wir hier den Durchmesser konischer Anschluss mal auf 3.2.
Warum der rot ist, kann ich echt nicht sagen. Gucken wir mal gerade, ob die Zeichnung überhaupt noch funktioniert. Ja, der wird auch nicht... Machen wir den Sketch. Ach, das liegt an... Alles klar. Da müssen wir den Sketch auf eine Datum Plane legen. Mache ich gerade einmal. Muss man aber eigentlich nicht. Ich kann den Sketch auf die XY-Ebene legen. Das heißt, wir gehen hierher auf die XY-Ebene. Da soll der Sketch gelegt werden, und zwar der Sketch Nummer 8. Und dann machen wir jetzt nochmal hier die Tasche. Und die machen wir symmetrisch durch alles. Und jetzt klappt das auch. Und jetzt kann ich auch hier den Durchmesser konischen Anschluss auf 3.5 zum Beispiel setzen. Und es wird immer nachgearbeitet. Okay, gehen wir nochmal in den Sketch 8, aber mit vorher aktiviertem Groove. Und dann fahren wir den so. Jo. Und so kann man die Schraube recht gut drucken und sie ist trotzdem stabil. Vor allen Dingen sehr stabil, weil sie nicht hochkant gedruckt ist, sondern so in der Fläche. Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!